glaube, jeder träumt davon und ich versuche das dann auch zu genießen, gerade gestern, als ich dann auch wieder auf dem Platz stand nach längerer Zeit. Nach dem 10. Sieg im 10. Pflichtspiel des Jahres darf ich euch recht herzlich zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel begrüßen. Der 23. Spieltag, der ist zwar noch voll im Gange, aber wir können uns das ja ganz genüsslich anschauen nach unserem gestrigen 2:1-Sieg im Topspiel gegen Leipzig. Darüber sprechen wir gleich mit Alex Meyer, der gestern kurzfristig für Gregor Kobel einspringen musste. Zuvor genießen wir aber nochmals das Netradio mit Nobby und Boris. Pass in die Mitte, Marco Reus, der wird gefoult und das muss Elfmeter geben. Es gibt Elfmeter. Marco läuft an und Tor! Jawohl! Tor! Marco Reus! Brands der Reingabe in den Strafraum, Kopfballabwehr der Leipziger. Can aus der zweiten Reihe, Tor! Aufsetzer-Tor, Emre Can, 39. Spielminute, das 2:0 gegen Rasenballsport Leipzig. Es war der 8. Bundesligasieg in Serie, Vereinsrekord. Im 45. Bundesliga-Heimspiel hintereinander mindestens einen Treffer erzielt, Vereinsrekord. Und Marco Reus hat sein 159. Tor im BVB-Trikot erzielt und ist damit mit Michael Zorc gleichgezogen. Vereinsrekord zumindest seit Gründung der Bundesliga. Zu unserem BVB-Rekordtorschützen Adi Preisler fehlen Marco jetzt noch 18 Treffer. Soweit ein paar Zahlenspiele. Jetzt wollen wir unseren Cheftrainer Edin Terzic mit seinem Fazit zu einem rassigen Spitzenspiel hören. Am Ende muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball gezeigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr leidenschaftlich verteidigt. Das Publikum war außergewöhnlich gut heute von Anfang bis Ende. Uns war klar, dass es eine gute Leistung braucht. Die haben wir heute gezeigt. Wir wussten, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die nicht nur hohe Qualität hat, sondern auch ähnliche Ambitionen, ähnliche Zielsetzungen haben wie wir. Und das Ziel war es, nicht nur 3 Punkte einzufahren, sondern halt auch den Abstand auf 7 Punkte zu vergrößern. Und das haben wir heute geschafft. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und stolz auf meine Mannschaft. Dankbar und stolz auf eine Mannschaft, für die gestern ganz kurzfristig Alex Meyer zwischen den Pfosten stand. Muskuläre Probleme nach dem Aufwärmen verhinderten einen Einsatz von Gregor Kobel. Mit Alex habe ich mich gerade unterhalten. Wir beginnen das Interview aber nochmals im Netradio und spannenden Schlusssekunden, in denen mein Interviewgast eine Hauptrolle hat. Ecke wird ausgeführt, nächste Chance für Leipzig und Meyer rettet. Halbe Minute noch, Jungs, aber immer noch Leipzig und Ball rutscht durch und Alex Meyer hat ihn. Meyer hat den und die letzten Sekunden des Spiels laufen. Das Spiel ist aus! Ja! Ja! Meyer hat ihn und der BVB hat 3 Punkte. Alex, ich habe gestern mit Schlotti gesprochen. Der sagte mir, diese brenzligen Situationen in der Nachspielzeit hätte er nicht mehr gebraucht. Durchaus verständlich. Mal Hand aufs Herz, als Torwart, freut man sich dann nicht doch am Ende des Tages, wenn man mit starken Paraden seiner Mannschaft zum Sieg verhilft? Ja, Schlotti hat schon recht. Ich glaube, wir hätten das auch früher gerne alle klar gemacht, auch für den Zuschauer auf der Tribüne. Aber wir wussten auch, dass Leipzig enorm Qualität hat und dass gerade in der zweiten Halbzeit da ordentlich was auf uns zukommt. Wir haben sehr leidenschaftlich verteidigt, auch gerade nach dem Anschlusstreffer haben wir uns an den Plan gehalten, haben uns da reingeworfen, sind die Meter gegangen und wenn am Ende was durchkommt, ist es auch einfach meine Aufgabe, da zu sein. Ich bin froh, dass ich da auch dann der Mannschaft ein Stück weit helfen konnte, aber wie ich schon gesagt habe, es ist dann auch ist auch einfach meine Aufgabe, dann da auch bereit zu sein. Nach einer sehr starken ersten Halbzeit hattet ihr im zweiten Durchgang zunehmend Schwierigkeiten, die Leipziger vom eigenen Tor fernzuhalten. Aus deiner Sicht, woran hat das gelegen? Ja gut, Leipzig ist nach der zweiten Halbzeit, die hatten schon ordentlich Wut im Bauch. Klar, nach 0-2 Rückstand sind die auch all in gegangen, haben auch nochmal durchgewechselt. Vorne haben die enorm Qualität. Wir wussten schon, was da nochmal zukommt und man kann auch nicht alles wegverteidigen. Was wir natürlich hätten besser machen können, war, dass wir noch für mehr Entlastung sorgen, dass wir gerade
da noch mehr 2, 3 Bälle auch vorne noch besser ausspielen, dass wir da einfach auch eine gute Balance haben. So waren wir am Ende natürlich sehr tief hinten drin, auch teilweise auch mal ein bisschen passiv, aber trotz alledem, wie ich schon gesagt habe, haben wir das sehr leidenschaftlich gemacht und das sind auch die Basics, auch für die letzten Spiele und auch für die kommenden Spiele. Du selbst hast erst 5 Minuten vor Anpfiff erfahren, dass du in der Startelf stehst. Darüber wollen wir jetzt sofort sprechen. Hören uns kurz vorher aber nochmal den Trainer Edin Terzic an, denn der hat sich dazu auch auf der Pressekonferenz geäußert. Für uns ist das gar kein Problem, weil wir wissen, wir haben das in der Saison schon häufiger gezeigt, dass wir uns auf Alex verlassen können. Er hat in der Hinrunde schon Gregor das ein oder andere Mal vertreten dürfen. Und wenn man halt sieht, wie er sich im Training präsentiert, wie laut er ist, wie viel Ruhe er am Ball ausstrahlt, wundert es uns einfach nicht, dass er so eine Leistung zeigen kann. Er hat am Ende ein paar richtig gute Dinge rausgefischt, hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt und einmal war er dann noch bezwungen und dann war Schlotti da, um ihm zu helfen. Und das ist genau das, was wir wollen, dass wenn wir einen Zweikampf verlieren, wenn wir mal einen Fehler machen, die Reaktion darauf muss sein, dass der Nächste da ist, um das auszubügeln. Und das war heute das, was ich meinte mit leidenschaftlich. Und da war Alex ein richtig wichtiger Teil. Lobende Worte vom Trainer, der es aber ein Stück weit so darstellt, als wäre es die normalste Sache der Welt, dich da ins kalte Wasser zu schmeißen. Wie war es denn für dich? Wie hast du es erlebt? So kurzfristig davon zu erfahren, wie leicht, wie schwer ist es da, sich in diesen fokussierten Wettkampfmodus zu begeben, wohl wissend, dass ein sehr wichtiges Spiel gegen einen offensiv starken Gegner auf dich wartet? Ja, das war ja kurz vor Anpfiff, als es klar war, dass bei Greg es nicht gehen kann. Und ja, so versuche ich mich eigentlich immer darauf vorzubereiten, dass irgendwann mal was passieren könnte, auch wenn ich das natürlich dem Greg auf keinen Fall wünsche. Der hat das bisher richtig gut gemacht, hat uns einige Punkte gesichert. Aber es ist auch einfach meine Aufgabe, dann da zu sein, falls was passiert. Dessen bin ich mir bewusst. Deswegen wurde ich ja auch geholt, dass ich auch der Mannschaft dann helfen möchte. Dass es mein Anspruch ist, dass ich einfach da sein will und dass die Jungs wissen, hey, auf den können wir uns verlassen. Ja, man kann es einfach nicht trainieren. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach unter der Woche Gas zu geben, egal wie die Situation ist, dass man sich reinhaut, dass man sein Training gut absolviert. Und dass man auch beim Spieltag auf der nötigen Spannung ist. Und der Rest, der kommt auch erst, wenn man weiß, okay, man spielt jetzt wirklich, dass man sich da dann richtig nochmal fokussiert und dann im Tunnel ist. Wenn wir uns jetzt mal deine Heimspiele in dieser Saison anschauen. Champions League Auftakt gegen Kopenhagen, Derby gegen die Blauen, Topspiel gegen Bayern, Topspiel gegen Leipzig. Böse Zungen würden ja behaupten, du bist ein echter Rosinenpicker. Aber mal Spaß beiseite. Es dürften doch für dich auch richtige Highlights gewesen sein. Zumal 3 Siege, ein Unentschieden, ist auch eine sehr gute Bilanz in diesen Partien. Ja, es ist ungeschlagen daheim. Das ist natürlich eine schöne Randnotiz. Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube, gerade wenn man zu Hause spielt, ist das immer ein Highlight vor 80.000. Ich glaube, jeder träumt davon und ich versuche das dann auch zu genießen. Gerade gestern, als ich dann auch wieder auf dem Platz stand nach längerer Zeit, versuche ich das einfach aufzusaugen, weil ich glaube, das ist einmalig, das hat man nicht so oft, dann vor so vielen Fans zu spielen und deswegen ist auch eine pure Dankbarkeit auch ein Stück weit. Es war der 10. Sieg in Serie in diesem Jahr. 6 dieser 10 Siege sind mit dem minimalen Vorsprung von einem Tor erzielt worden. Was zeichnet die Mannschaft gerade aus, dass sie genau diese engen, knappen Spiele für sich entscheidet? Ja, dass wir vor allem defensiv richtig gut stehen. Da haben wir auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht im Vergleich zur Hinrunde. Da sieht man einfach, egal was passiert, wenn einer mal einen Fehler macht, einer wird überspielt, dann ist der andere da, will den Fehler ausbügeln, will dem anderen helfen, macht die Meter. Und ich glaube, das ist, wie ich schon gesagt habe, das sind die Basics. Ich glaube, das müssen wir jedes Mal abrufen, weil mit dem Ball können wir eine Menge. Das hat man gesehen, auch die letzten Jahre. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel Qualität und gerade dann gegen den Ball sieht man auch jetzt, man muss dann nicht immer 4, 5 Tore schießen. Manchmal reicht auch ein 1-0, ein 2-1, wenn man dann konsequent verteidigt und da eine Menge Wert drauf legt, dann auch gegen den Ball zu arbeiten, dann hat man auf jeden Fall große Chancen, auch das Spiel zu gewinnen und das hat man jetzt ja auch gesehen, die letzten Spiele. Damit machen wir den Deckel drauf auf das Spiel gegen Leipzig. Dienstag geht's weiter in London beim FC Chelsea und mit dem dann hoffentlich 11. Sieg in Folge wartet schon der nächste Vereinsrekord. Ja, und ihr habt es gerade mitbekommen.
der Schlusspfiff hier. Unsere Youth League-Helden der U19 haben ihr Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:1 gewonnen, unter anderem Dreierpack. Hattrick von Julian Reikhoff. Tabellenführung damit verteidigt und am kommenden Samstag, am letzten Spieltag in Leverkusen, reicht dann schon ein Punkt, um sich erneut für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ja, mit diesen erfreulichen Aussichten darf ich mich für heute verabschieden. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, bleibt gesund und heya BVB.